Wie? Random. Wieso machst du immer solche Retread-Videos? Niemand müsste die doch sehen. Du hast die doch schon 100 Mal gemacht. Ach, Klein Timmy, halt doch mal die Klappe. Anyways, ihr habt den Titel richtig gelesen. Heute reden wir mal über die Fox X-Men-Filme. Aka die Deadpool-Filme, aka die Wolverine-Filme, aka alles, was Fox mit den Marvel-Mutanten gemacht hat. Denn nachdem Marvel Studios mehr oder weniger die Reste für die X-Men, Wolverine und so weiter wiederbekommen hat, war es eine lange Zeit ruhig um die Mutanten im Kinosaal. Nun, 5 Jahre nach dem letzten richtigen X-Men-Film und 4 Jahre nach dem letzten richtigen Fox-Man-Film, kriegen wir mit Deadpool und Wolverine mehr oder weniger das große Finale, ein großes Tribut für diese Ära an Marvel-Filmen. Also habe ich mir doch gedacht, wäre es doch mal Zeit, diesen Film in so ein Ranking auch zu besprechen und auch mal die anderen X-Men-Fox-Filme nochmal Revue zu passieren. Wie immer, hierbei, das ist nur meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst sie mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Auch sei natürlich gesagt, dass es hierbei zu Spoilern kommt von jedem der möglichsten X-Men-Filme. Also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut lieber dieses Video eher weniger. Aber anyway, wir haben sehr viele X-Men-Filme vor uns, also genug gesnackert, beginnen wir doch mal mit diesem Video. Aber bevor wir wirklich mit diesem Ranking anfangen, möchte ich ein paar Worte zu ein paar der X-Men-Shows verlieren. Bedenkt, ich werde nicht über jede der X-Men-Shows reden und mehr oder weniger mich nur auf 2 fokussieren, denn irgendwann werde ich sicherlich mal einen genaueren Look geben auf ein paar der X-Men-Cartoons, aka sogar Animes. X-Men 97. Die Animationen sind nicht etwa so dolle mit den ersten Episoden, wenn es um die ruhigeren Momenten geht, aber die Designs wurden super gut translated und haben immer noch die 90 Feels zu ihnen und die Action einfach nur. Meine Güte, ist die fantastisch. So ein Charakter wie Rogue hier zu sehen, ist wundervoll. Ich mochte es hier schon in der originalen 90 Show, aber sie kriegt hier so viel Agency, was die Filme wirklich geleckt haben. Und Cyclops, fantastisch. Generell kann ich die Show einfach nur loben und vielleicht werde ich auch mal dieser Show ein eigenes Video widmen, wenn sie ein wenig mehr in ihren Run ist. Denn wenn wir von dieser ersten Staffel ausgehen, ist es vermutlich eins, wenn nicht sogar die beste X-Men-Serie, die wir überhaupt bekommen könnten, nach einer so langen Pause an X-Men animierten Serien. Fucking großartig. Also wenn ihr Disney Plus habt, bitte schaut es. Wundervoll für jeden X-Men-Fan und generell ein super guter Action-Cartoon. Aber auch die Fox-Men hatten 2 Live-Action-Shows. Zum einen The Gifted, von dem ich ein paar Episoden gesehen habe und dachte, dass es okay ist. Sehr solide Prämisse, paar nette Momente. Wie gesagt, ich habe nur ein paar Episoden gesehen, also möchte ich da nicht etwa zu viele Worte verlieren. Und Legion, was getragen wird von einem wunderbaren Lied in Dan Stevenson und paar fantastische Visuals hat. Noah Hawley, der Showrunner hier, weiß genau, was man mit so einem Charakter machen kann. Und dabei ist Legion noch nicht mal so ein großer Favorit für mich in den Comics. Er ist ein interessanter Charakter, aber so viel hat er mir bisher in den Comics nicht etwa gefallen, von dem, was ich gelesen habe. In der Show, fantastisch einfach nur. Wie man etwa seine Mutantenkräfte etwa hier einsetzt, wundervoll. Der Shadow King hier ist wundervoll gespielt und wundervoll performt worden in jeglicher Form. Und generell, die Show ist einfach nur fantastisch. Ich würde sagen, dass die erste Staffel das große Highlight ist, aber auch die späteren Staffeln sind jetzt auch nicht so schlecht und bringen ein paar wirklich coole, paar wirklich spaßige, paar wirklich badass Momente in sich. Lesen ist fantastisch. Vermutlich einer meiner Lieblings-Marvel Live-Action-Show, weil ich kann wirklich einfach nur so viel lieben an Lesen. Die Umsetzung ist wundervoll, einfach nur. Das Acting ist super und das CGI ist sparingly genutzt worden, sieht aber wirklich gut aus, wenn es genutzt wird, in der Regel. Und es ist so kreativ, dass etwa der Nutzen einfach nur Spaß macht. Ich meine, diese eine animierte Fight-Sequenz, wo Lesen gegen den Shadow King mehr oder weniger antritt. Wundervoll. Von daher, falls ihr Disney Plus habt und niemals Legion gesehen habt, bitte gebt das doch mal einen Versuch, denn die Show überzeugt einfach nur. Genug gesnackert, aber kommen wir doch mal zum Ranking als solches. Auf dem letzten Platz findet sich X-Men Apocalypse. Der X-Men-Film, der mehr oder weniger der erste ist, wo man es versucht hat, irgendwie nicht mehr so auf Wolverine-zentrisch zu machen. Das hat auch schon First Class gemacht und das hat wirklich gut geklappt in First Class. Und die X-Men haben generell so ein großes Potenzial, nicht die Wolverine-Show zu sein. Von daher ist es sehr enttäuschend, dass X-Men Apocalypse als der erste große Beginn der X-Men-Filme, die mehr für sich alleine stehen und nicht mehr Logan brauchen, es irgendwie nicht wirklich sehr saft zu überzeugen. Zum einen haben wir eine sehr fantastische Szene mit Hugh Jackmans Wolverine im Weapon X-Programm, was eine super gute Action-Scene ist und einer meiner Lieblings-Wolverine-Action-Scenes in diesem Fox-Man-Universe ist. Zum anderen möchte man uns etwa neue Cast-Mitglieder
Castmitglieder vorstellen, die altbekannte Rollen etwa einnehmen, sei es nun Cyclops, Xene und so weiter und so weiter. Und während manche dieser Casting Choices wirklich gut sind, sei es nun der von Nightcrawler, sind andere eher mehr wirklich großes Meh. Vor allem Cyclops und Xene sind nicht gerade etwa wirklich sehr weit entwickelt und Sophie Turner hätte eine wirklich solide Xene abgegeben, hätte mal ihr mehr Zeit gegeben. Hat man leider in diesem Film nicht gemacht, denn dieser Film ist sehr fokussiert auf unsere 3 Main Leads dieser neuen Prequel-Trilogie, aka Charles, Magneto und natürlich auch Mystique, gespielt von Jennifer Lawrence. Und dass man Mystique etwa wieder mal in den Hauptmittelgrund setzt, ein wenig zu sehr, ist ein wenig nervig, vor allem da man merkt, dass Jennifer Lawrence mehr oder weniger die Performance reinfound. Und auch James McAvoy ist jetzt nicht der dollste Charles Xavier in diesem Film. Versteht mich nicht falsch, er macht immer noch einen sehr soliden Job, aber so wirklich viel Material kriegt er halt wirklich nicht aufgebaut. Dagegen ist Michael Fassbender als Magneto das große Highlight, das große Liebesstück dieses Films. Er kriegt etwa das beste Material, er hat ein paar fantastische Szenen und wie man es gewohnt ist von seinem Kaliber, funkt er die Performance absolut nicht rein und ist ein Highlight dieses Films, wenn nicht sogar das Highlight. Dagegen ist Apocalypse, gespielt von Oscar Isaac, wirklich nicht so doll. Zum einen, das Design ist furchtbar und reflektiert Apocalypse absolut nicht. Zum anderen ist es wirklich ein großer Tonus-Shift, wie man eine so comichafte Story etwa ansetzen will. Und ich bin all dafür, dass etwa die Foxman mehr in dieses Comic-esque reingehen. Das wollte man ja auch etwa mit dieser Prequel-Trilogie irgendwie schaffen, nachdem die ersten paar Filme relativ grounded waren. Dieser Tonus-Shift passt leider wirklich nicht. Und generell ist dieser Film ein Mess. Viele Mutanten werden uns vorgestellt, nur ein paar wenige kriegen etwa wirkliche Highlight-Momente. Und sie haben etwa so wie eine wirklich fantastische Actress gegeben, die den Charakter wirklich gut embodied. Aber sie kriegt irgendwie halt fast gar nichts zu tun in diesem Film. Das Traurige an diesem Film ist, er hätte funktioniert, hätte mal die Stakes ein wenig lower gemacht und sich darauf fokussiert, die neuen X-Men zu introducen. Die ganze Age of Apocalypse Story, die man hier mehr oder weniger adaptieren will, funktioniert halt absolut nicht. Apocalypse ist ein uninspirierter Schurke hier und hat wirklich fast gar nichts mit seinem Comic-Counterpart wirklich viel zu tun. Es gibt ein paar witzige Momente, aber allem bin ich wirklich einfach sehr unüberzeugt von den neuen Cast an Leads. Und hey, die Quicksilver-Scene hier ist auch eine sehr gute und ist auch ein wirkliches Highlight dieses Films, aber leider nicht so gut wie die von Days of Future Past. Die kann man halt wirklich nicht etwa sehr stark matchen. Allem ist X-Men Apocalypse eine sehr große Enttäuschung, die einfach so viel besser sein hätte können. Das Directing ist noch nicht mal so doll und das CGI ist an manchen Stellen wirklich ein wenig schwer sich anzusehen. New Mutants. Sehr viel Potenzial, aber es wurde sehr geputzert. Ich halte mich kurz bei New Mutants, weil ich wirklich eher weniger was zu sagen habe. Ich glaube, die meisten haben diesen Film noch nicht mal wirklich auf den Radar, denn dieser Film wurde so oft verschoben und hatte so viele Reshoots und Redons und das merkt man auch einfach an diesem finalen Projekt. Es gibt ein paar wirklich gute Momente. Unsere Leads versuchen wirklich das Beste aus diesem Film zu machen und ein paar der Ideen, wie man diese Ängste dieser verschiedenen Mutanten nutzt, ist großartig einfach nur. Das CGI ist an manchen Stellen wirklich gut und an manchen Stellen Das große Problem an diesem Film ist eben, dass das Studio Fox mehr oder weniger wirklich nicht wusste, was sie mit diesem Film machen wollten. Zuerst mal hieß es, ja, es wird ein großer Horrorfilm, der mehr oder weniger diese Teenager-Mutanten in so einen klassischen Slicer-Film reinsetzt oder in so einen Haunted House-Film reinsetzt. Dann war man sich nicht so sicher, da man dennoch irgendwie das PG-13-Rating haben wollte. Dann kam es 2017 raus und zeigte, dass diese Coming-of-Age-Horrorfilme wirklich große Kasse machen können. Und dann wollte man diesen Film gruseliger machen und dann hat man das irgendwie nicht gemacht. Und am Ende hat man so ein Endprojekt, was Potenzial in sich aufzeigt und ein geniales Konzept hat. Ein paar wirklich gute Performances hat und ein paar wirklich gute Chemistry zwischen den Teenager an Manstellen hat. Aber als Gesamtprojekt weder etwa ein guter New Mutants Film ist, weder eine gute Adaption ist und weder ein guter Horrorfilm ist. Die Jumpscares sind sehr mäßig und an manchen Stellen sehr generisch. Wie gesagt, wie man manche dieser Ängste nutzt, sehr clever und sehr gut. Aber so wirklich eine Atmosphäre baut man hier wirklich nie so groß auf. Und das ist das große Schandstück an diesem Film. Denn ein Horrorfilm lebt von seiner Atmosphäre. Nicht immer sind die Characters wirklich super ausgeflasht. Nicht immer bietet es großes Potenzial. Aber wenn du eine großartige Atmosphäre hast, dann kann so einiges bei einem Horrorfilm passieren werden. Und das haben wir halt absolut hier nicht. Dabei haben wir ein paar sehr corny Lines, die einfach wirklich nicht funktionieren.
funktionieren. Dabei haben wir manche Momente, die weder so actiongeladen sind oder etwas Spaß machen. Und dabei lässt dieser Film einfach einen zurück mit diesen Gedanken, das war ein Horror-Superhelden-Film, I guess. Und dabei könnte man so gut die Superhelden-Thematik und Horror mixen. Es gibt ein paar grandiose Beispiele bestimmt, aber das ist definitiv keiner dieser. New Mutants, eine Enttäuschung. Ich bin froh, dass dieser Film nach all diesen Verschiebungen immer noch gekommen ist. Aber es ist halt eben dieses sehr schlechte und nicht wirklich viel aussagende Abgesang für die Foxman. X-Men Dark Phoenix war ein netter Versuch, aber definitiv sehr schwach. Der ganze Prequel-Cast ist eine sehr spaßige Idee und ein guter Auffrisch für die Mutanten-Saga, aber ab diesem Film konnte man merken, dass die Leute, beziehungsweise auch die Schauspieler, ein wenig desinteressiert waren. Der Film war vollgestopft mit Reshoots, mit Redance und so weiter und so wirklich viele der Actors sehen einfach nur müde von den Rollen aus und wollen rausgehen. McAvoy, der eigentlich immer großartig ist als Xavier, kriegt hier zwar sehr interessantes Material, aber so wirklich geschätzt wird sein Charakter eher weniger. Und das ist auch das große Problem an diesem Film. Dieser Prequel-Cast hatte schon bei Apocalypse nicht wirklich die Chance, sich zu beweisen. Und so haben wir nicht wirklich etwa die neue Scene, den neuen Cyclops kennengelernt. Und so fühlt sich das Ganze eher mehr so mäßig an. Dass man mal wieder hier die Dark Phoenix-Saga adaptieren will, ist ein netter Versuch und ist deutlich besserer in der Adaption, aber deutlich besser als Gesamtwerk. Wie gesagt, der Film wird noch nicht mehr wirklich getragen von grandiosen Performances, vor allem seiner Frau Lawrence. Man kann mal schon sehen, dass sie etwa einfach nur angenervt ist, diese Rolle von Mystique zu spielen. Wenn sie in anderen der vorherigen X-Men-Filmen wirklich das gut gemacht hat, konnte man spätestens ab Apocalypse merken, dass sie auch etwa mehr oder weniger den Trial verloren hat. Selbes geht auch leider, wie gesagt, für James McAvoy, dessen als Xavier einen interessanten Story-Arc kriegt, wie er etwa diese Mutanten mehr oder weniger zu Public Figures macht und dadurch deutlich mehr cocky wird. Aber das wurde halt wirklich nicht gut in den Film gemacht. Cyclops hat eine F-Bomb und die ist auch wirklich lächerlich. Der Film hat nicht wirklich etwa einen guten Payoff und fühlt sich manchmal so, und dann ist das passiert und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Was man mit Magneto hier macht, ist sehr solide. Michael Fassbender ist mal wie immer sehr, sehr gut. Auch wenn natürlich er dieses sehr schwache und sehr mäßig Skript nicht retten kann. Weder eine gute Adaption, weder ein guter X-Men-Film und eine sehr große Enttäuschung einfach nur. Ich meine, die Dark Phoenix-Saga hat so viel Potenzial, aber man konnte das irgendwie nie so gut adaptieren. Und dabei hatte Sophie Turner in diesem Film ein paar sehr, sehr gute Momente als Jean Grey. Aber so wirklich der Fokus wird nie auf sie gebracht. Man versucht mal das hier, aber wie man das mit den anderen Filmen gesetupt hat, wissen wir halt diese Jean Grey nicht. Also dieser Wandel von gut zu böse lässt einfach einen kalt. Und das ist wirklich die große Schande dieses Films. Wirklich ein großes Letdown und wirklich schade, wenn das mehr oder weniger der letzte X-Men-Film gewesen wäre. X-Men Origins Wolverine ist weder ein guter Film, noch eine gute Origin für Wolverine, noch wirklich ein sehr unterhaltsamer Actionfilm. Aber meine Güte, ist das so ein dummer Actionfilm, dass er auf eine andere Art und Weise wieder gut wird. Was sie mit Deadpool gemacht haben, ist idiotisch. Was sie mit dem CGI gemacht haben, war wirklich nicht gut. Und noch nicht mal zu den Standard des ersten X-Men-Films, der auch aus heutiger Sicht sehr wonky CGI hat. Was sie mit diesem Love Interest Plot gemacht haben, ist dumm wie eine Sau. Und generell, dieser Film funktioniert an so vielen Stellen nicht. Weder als eine gute Narrative, weder als eine gute Adaption. Und dennoch ist dieser Film so dumm, dass es auf eine andere Art und Weise Unterhaltung daraus wiederziehen kann. Hugh Jackman versucht sein Bestes, aber am Ende wirkt er einfach nur so wie ein generischer Action-Hero. Und das ist auf eine Art und Weise charmant, auf einer anderen eher mehr enttäuschend, da doch die ganze Origin rund um Wolverine, wenn sie gut umgesetzt wird, vielleicht sehr, sehr gut sein könnte. Ich persönlich bin eher mehr ein Fan, wenn man das Ganze mysteriös hält, mit vielleicht paar Flashbacks, aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass die Weapon X-Sequenz wirklich, wirklich gut ist. Vermutlich die beste aus diesem Film. Ich meine, sie hat sehr viel Energie in sich. Der Typ, der William Stryker hier spielt, auch wenn er kein Brian Cox ist, macht eine gute Performance, auch wenn es eine sehr anderweitige und sehr actiongeladene ist. Und hey, Liev Schreiber als Sabretooth ist ein großes Highlight in diesem Film. Wirklich das einzige, wirklich, wirklich unironisch Gute an diesem Film ist halt eben er. Wie er aussieht, wie er es spielt. Wundervoll. Seine Rivalität mit Wolverine ist das große Herzstück in diesem Film. Die Sequenz, welche die beiden zeigt, wie sie über mehrere Jahre, über mehrere Kriege gemeinsam kämpfen, ist wirklich, wirklich gut und wirklich eine
super Montage. Und generell, Liev Schreiber rettet einfach den Film. Sein Sabertooth fühlt sich so diabolisch an, fühlt sich so makaber an. Und das ist einfach nur so gut, sich anzuschauen. Genau das müsste man mit Sabertooth haben und nicht das, was wir gekriegt haben in X-Men 1, was okay ist, aber definitiv nicht das Wahre ist. Nichts gegen den Actor, aber das ist genau diesen Sabertooth, den ich etwa sehen will. Und hey, lasst uns nicht vergessen, diese ganzen Cameos von anderen Mutanten, die absolut keinen Sinn ergeben mit der Timeline und mit den anderen Filmen, denn die Fox X-Men Filme sind mit der Continuity ein großes Mess größtenteilig. Deswegen lieben wir sie auch. Und auch wenn dieser Film, wie gesagt, wirklich kein guter Film ist, hat er ein paar sehr cheesy X-Momente, wo ich etwa lügen würde, wenn ich nicht sagen würde, dass ich wenigstens etwas Spaß damit hatte. X-Men The Last Stand ist der allererste X-Men-Film, der nicht so gemacht wird von der Masse. Und ich kann definitiv sehen, warum das ist. X-Men The Last Stand ist definitiv nicht so gut wie die vorherigen 2 X-Men-Filme. Und einer der eher mehr schlechteren, und dennoch hat er irgendwie seinen Charme. Der ganze Originalcast von den Foxmen ist wie immer sehr solide. Was sie mit Cyclops angestellt haben, ist wirklich eine Schande, denn James Marsden könnte wirklich einen fantastischen Cyclops spielen, aber kriegt irgendwie fast nie eine Chance in diesen Filmen. Hugh Jackman als Wolverine macht Spaß. Wie immer Halle Berry Storm hier genutzt hat, war einer der besseren Uses von ihr, und ein paar der anderen Mutants zu sehen, ist wie immer unterhaltsam. Hier greift mal ein paar sehr interessante Mutanten-Stories auf. Einmal die große Dark Phoenix Saga und zum anderen einen Story-Arc, der mehr oder weniger darum geht, dass es etwa so einen Mutanten gibt, der die Kräfte von anderen Mutanten mehr oder weniger wegmachen kann. Beides sehr interessante Stories, beide könnten einen eigenen Film tragen, und das ist das große Problem an diesem Film. Der Film hat zu viel Stoff in sich. Zum einen hat man diese Sci-Fi-Saga mit der Dark Phoenix, die noch nicht mal wirklich selber groß viel angestellt wird. Zum anderen haben wir etwa diesen Storyplot, der darum geht, ob die Mutanten eben ihre Kräfte verlieren müssen, um mehr akzeptiert zu werden oder nicht. Und wie gesagt, beides geniale Stories, aber beides messt nicht etwa so gut miteinander zusammen. Wir haben hier fantastische Momente, wir haben auch hier fantastisch grauenhafte Momente. Sei es nun mehr oder weniger die Opening Scene, die wirklich einen uncanny De-Aging-Effekt hat, und generell bin ich nie so ein großer Fan von De-Aging-Effekts, aber hier besonders. Aber natürlich gibt es auch mal wie immer Highlights. Ian McKellen als Magneto, auch wenn er definitiv hier mit mehr goofy ist, macht Spaß. Juggernaut, auch wenn er definitiv nicht comic-akkurat ist und generell ein wenig blöde gemacht wird, ist auf einer trashigen Art unterhaltsam, und der Film hat eine wirklich gute End-Fight-Sequenz, die zwar nicht allzu gut ist mit dem Payoff von der Dark Phoenix Saga und was sie mit Jean Grey hier gemacht haben, die einfach mehr oder weniger bedrohlich aussieht und bedrohlich guckt und Leute manchmal tötet. Ja, das hätte man deutlich besser gemacht. Ich hoffe definitiv nicht, dass sie das nochmal verkacken werden. Wenn man The Wolverine mit X-Men Origin vergleicht, ist das eine wirklich große Verbesserung. Und meine Güte, The Wolverine ist meiner Meinung nach ein guter Film. Ja, ich hab's gesagt, ich denke, dass The Wolverine ein wirklich guter Film ist. Aber dieser Film hätte großartig sein können. Das große Problem war hierbei der 3. Arc. Ein Ende muss immer zufriedenstellend sein. Es muss immer mit dem Gesamtwerk dieses Filmes funktionieren. Das hat der 3. Arc von diesem Film absolut nicht geschafft. Und dabei hatte dieser Film so großartige Momente. Jackman wie immer spielt einen wundervollen Wolverine, und auch sein Supporting Cast ist ziemlich gut in ihren Rollen. Wie man dieses Setting aufgreift mit Japan, ist wundervoll und bietet auch für fantastische Action-Sequenzen, die zwar manchmal goofy sein können, aber immer noch Spaß machen. Der Film nimmt sich größtenteils ernst, es sei denn, es ist die Action, aber genau der Endfight ist wirklich definitiv nicht das Richtige. Es fühlt sich zu goofy an, und ich liebe Goofy, wenn es richtig genutzt wird. Die Sam Raimi Spider-Man-Trilogie ist ein perfektes Beispiel dafür. Hier aber fühlt es sich einfach nur out of place an. Warum kriegen wir so einen dummen Twist-Villain? Und wieso sieht er aus wie ein fucking Transformers und nicht einer der coolen Transformers? Wirklich, das ist ziemlich schade. Aber solches funktioniert dieser Film wirklich gut. Wir haben, wie gesagt, wundervolle Action, das Acting stimmt, und auch die Story her ist eine sehr spaßige. Natürlich, so ein Film wie Logan hat definitiv den Wolverine fehlt der Heilungsfaktor Plot deutlich besser und deutlich interessanter genutzt, aber dieser erste Attempt war kein schlechter, und James Mangold zeigt auf jeden Fall, wie er directen kann, und er ist wirklich gut directed. Die Cinematography ist an manchen Stellen wirklich ziemlich gut und sehr lobenswert, und das CGI funktioniert auch wirklich gut, nur eben am Ende funktioniert es definitiv nicht. Und so sehr ich auch etwa die erste Hälfte mochte, so sehr es auch die zweite Hälfte mochte, und nicht so
viel zu nitpicken habe bei diesen, zerstört die dritte Hälfte mehr oder weniger den Film für mich. Es ist weder etwa ein gutes Finale für diesen Film, weder etwa wirklich etwa gut umgesetzt und am Ende fühlt es sich mehr oder weniger an wie eine Last-Minute-Edition zu diesem Film, der vielleicht doch in einer mehr grounded Art und Weise geendet wäre. Was man aber hier mit Wolverine macht, ist aber wirklich, wirklich gut. Diesen haarigen, bussigen Wolverine zu sehen, ist großartig. Und Zack Speed ist wirklich, wirklich gut. Und auch wie man The Last Stand nicht ignoriert und diese ganze Scene Grey Plotline hier wieder aufgreift, ist sehr solide gemacht. Nicht das allerbeste, aber es wurde wenigstens aufgegriffen und dafür kann ich das loben. Ich weiß auch nicht, am Ende denke ich definitiv, dass dieser Film sich lohnt, sich anzuschauen. Allein schon für diese wundervolle Action. Aber am Ende kommt es wirklich darauf an, wie sehr ihr ein schlechtes Ende verzeihen könnt für den ganzen Film. X-Men ist definitiv gealtert. Nicht nur das CGI ist an manchen Stellen super wonky. Nein, auch ein paar der One-Liners und ein paar der Sachen in diesem Film sind definitiv sehr 2000 AK, 2000 Wende und das merkt man halt auch. Aber ich kann es nicht lügen, ich habe so einen großen Softspot für den Film. Nicht nur ist er so wichtig für die Superhelden-Filmgeschichte mehr oder weniger als der erste große Big Blockbuster Marvel-Film. Ja, ich weiß, Blade gab's davor, aber so wirklich etwa als Marvel-Film wurde er nie wirklich angesehen. Zumindest bei General Audience. X-Men war das erste große Debüt einer großen Marvel-Marke auf die Kinoleinwand. Und auch wenn ich kein großer Fan bin von den Black Leather Suits, die einfach nur nach Matrix schreien, kann ich etwa nicht lügen, dieser Film unterhält immer noch sehr gut. Das ist vor allem zu verdanken an einem wundervollen Cast. James Marsden ist eine exzellente Castingwahl als Cyclops, kriegt aber in diesem Film nie wirklich etwa sehr viel zu tun oder das beste Material. Und auch Halle Berry als Storm ist jetzt nicht die dollste Castingwahl, aber hat ein paar sehr witzige Momente. Ich meine, ihr One-Liner gegen Toad hat schon seinen Charme irgendwie. Aber natürlich die großen Standouts sind hier Ian McKellen und Patrick Stewart als Charles Xavier und Magneto. Ian McKellen ist einer der besten Schauspieler überhaupt. Und ihn in der Rolle eines so ikonischen Schurken zu sehen, ist einfach nur wundervoll. Und dasselbe kann man auch über Patrick Stewart sagen, der etwa den definitiven Charles Xavier für mich mehr oder weniger auf der Kinoleinwand spielt. Nichts gegen James McAvoy, aber Patrick Stewart überzeugt mich in jeder seiner Performances, selbst wenn sein Material nicht das allerdollste ist. Beide spielen ihre Freundschaft so sincere und ernst, aber man merkt auch diese fantastische Rivalität zwischen den beiden, als auch diese zwei verschiedenen Ideologien, die sie ineinander haben. Und auch Hugh Jackman als Wolverine wird hier eingeführt und ist ikonisches Casting. Ist er vermutlich der comic-akkurateste Wolverine? Nein. Macht er aber einen sehr guten Wolverine im Spirit? Definitiv ja. Man merkt mal hier, dass er mehr oder weniger noch etwa ein wenig herausfinden musste, was für ein Wolverine er spielt, mehr oder weniger. Aber das, was wir von ihm kriegen, ist wirklich gut. Und auch wenn ich etwa kein großer Fan bin, wie sie Rogue definitiv mehr uninteressanter gemacht haben und mehr diese Rolle der Fish Out of Water Character gegeben haben, muss ich zugeben, die Story, die Logan und Rogue haben, macht Spaß und ist ein guter Ankerpunkt für diesen Film. Der Kampf an der Freiheitsstatue ist ikonisch und auch wenn das CGI am manchen Stellen super wonky aussieht heutzutage, ist es immer noch ein sehr, sehr guter Kampf, der einfach nur ikonisch ist. Generell der Film unterhält einfach nur super gut und macht paar großartige Bausteine für zukünftige X-Men-Filme, auf die sie auch bauen. Was für ein Start für die X-Men auf der großen Leinwand. Deadpool and Wolverine ist der neueste Fox-Man-Film und vermutlich auch der letzte. Dieser Film ist mehr oder weniger laut Reynolds ein Tribut zu den Marvel Legacy-Filmen, aka den Fox-Filmen und so weiter und so weiter. Und meine Güte, ich habe gemixte Meinung zu diesem Film und bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich ihn einordnen müsste. Denn auf der einen Seite gibt es großartige Dinge. Die Action ist fantastisch. Vor allem wie sie gefilmt ist und auch die Choreografien machen sehr viel Spaß. Man denke mal zum Beispiel an den Fight im Honda Odyssey, was einfach nur großartig ist. Vermutlich die beste Action-Szene aus diesem ganzen Film. Auch der Arc, den Deadpool hier hat, ist zwar nicht der allzu ausgeklügelteste, aber für einen Deadpool-Film ist es definitiv ein sehr solider und interessanter Meta-Arc. Generell, wie man etwa hier die Liebe zu den alten Marvel-Figuren zeigt, sei es nun ein Blade, der wie immer wundervoll von Snipes gespielt wird, oder auch sogar jemanden wie seiner Verganas Elektra, die nicht so beliebt ist, aber ihre Momente gekriegt hat, oder auch natürlich der große Standout Channing Tatum als Gambit. Super unterhaltsam, super gute Action-Scenes. Persönlich brauche ich nicht mehr von ihm, denn ich denke, dieser Abgesang passt für ihn am besten. Ein comic-akkuraten Anzug
Abzug, paar Funny Lines, wundervolle Action eben. Was will man da mehr? Ich glaube nicht, dass man das übertreffen kann. War wirklich eine sehr schöne Überraschung. Und natürlich Hugh Jackman als Wolverine zu sehen, ist ein Highlight. Macht er eine so gute Performance wie in anderen X-Men-Filmen? Eher weniger, aber er macht immer noch sehr viel Spaß. Und ihn in den gelben Anzug zu sehen, ist einfach nur Gold. Vor allem diese Cowl ist einfach nur Peak. Auf der anderen Seite habe ich ein paar Probleme mit der Story. Die Story kann sich in manchen Stellen sehr gerust anfühlen und das Pacing ist definitiv nicht so ausgeglänzt, wie man es erstmal hoffen würde. Da haben es die vorherigen Deadpool-Filme besser geschafft. Und generell, wie man das gemacht hat mit Wolverines Backstory, also diese Variante mehr oder weniger, war jetzt auch nicht allzu dolle. Da hätte man wirklich viel mehr rausmachen können. Aber naja, dafür, was dieser Film eben sein will, ein Tribut, ein Liebesbrief für die alten Marvel-Filme mit wundervollen Cameos, wundervoller Action, einen ziemlich spaßigen, unterhaltsamen Soundtrack und ein paar wirklich gute Meta-Jokes von Deadpool und ein paar so eher weniger mäßige, aber das hatten auch die anderen Deadpool-Filme als Probleme. Muss ich zugeben, es war ein sehr unterhaltsamer Film. Keiner der besten, aber eine sehr große Unterhaltung. Und am Ende, das ist mehr oder weniger das, was man von einem Deadpool-Film haben will. Natürlich sehr viel Stoff nach oben, aber hey, wenn die Action stimmt, haben wir auf jeden Fall schon mal einen Schritt gemacht. Aber die Story könnte ein wenig mehr Tiefe beim nächsten Mal kriegen. Bitte? Anyway, kommen wir doch mal zum nächsten Platz. Zugegeben, auch wenn ich einen dieser Filme zum aktuellen Stand ein bisschen mehr bevorzuge, muss ich zugeben, dass beide Filme auf einen sehr ähnlichen Standard sind. Also reden wir doch mal über beide der ersten Deadpool-Filme. Deadpool 1 ist die perfekte Origin für Deadpool. Nicht nur sehen wir ihn früh genug in Action, auch wird uns die Origin-Story, was hinter Wade Wilson steckt und wie er zu Deadpool gekommen ist, clever und spaßig auf eine erfrischende Art und Weise erzählt. Viele Superheldenfilme haben eine sehr ähnliche Struktur und Formel, ja, wenn es um die Origin-Story geht. Also es ist umso erfrischender, dass man das hier ein wenig mit einem neuen Wind gemacht hat. Wo es zu einer Zeit war, wo die Origin-Stories mehr oder weniger mandatorisch gefühlt sich angefühlt haben. Die Action in Deadpool macht Spaß, der Meta-Commentary und der Meta-Humor ist vermutlich auf seinen Höhepunkt. Auch wenn nicht alle Witze sind viele dieser Witze super witzig. Ich meine, die Opening-Scene bei diesem Film ist wundervoll, wie man das mit diesen Credits geändert hat. Großartig einfach nur. Der Anzug von Deadpool ist wundervoll von Page to Movie translated worden. Und Ryan Reynolds gibt einfach einen sehr, sehr guten Deadpool. Klar spielt er nicht etwa die Tragödie sehr, sehr gut, aber wenn er Wade Wilson spielt, bringt er auch ein paar wirklich gute Momente mit Tragik in sich. Es ist natürlich am Ende des Tages eine Comedy, aber eine wirklich, wirklich clevere, gute Comedy, die auch ein paar eher mehr ernstere Momente in sich hat. Isaac ist zwar nicht der allzu größte Schurke, aber dafür, was er in diesem Film eben geben soll, macht einen guten Job und ist unterhaltsam, sich anzuschauen. Generell, was kann ich zu diesem ersten Deadpool-Film sagen, was nicht schon jeder gesagt hat? Eine wirklich sehr unterhaltsame Superhelden-Comedy, die weiß, wie man eine Origin-Story frisch verpackt, mit paar sehr, sehr guten Gags und einer sehr guten Action. Die Action dagegen ist das große Improvement vom zweiten Teil. Mit Deadpool 2 kriegen wir mehr oder weniger mehr vom ersten Teil, aber ein wenig mehr. Wir kriegen mehr X-Men-Charaktere mit zum Beispiel einem Charakter wie Cable oder auch Domino, die wundervoll hier gespielt wird von Sassy B. Wir kriegen auch die X-Force hier zu sehen, die mit ihrer ersten Mission komplett durchfallen und dadurch mehr oder weniger getötet werden, was ein ziemlich guter Gag ist, aber den man nur einmalig machen kann. Und die Post-Credit-Scenes, beziehungsweise die Szenen, wo Deadpool durch die Zeit reist, um manche Dinge zu fixen, auch sehr unterhaltsam. Was sie hier mit den Love Interest von Deadpool, aka Vanessa, gemacht haben, bin ich nicht der allzu größte Fan, denn man könnte mal so viel mehr mit ihrem Charakter machen. Und weder dieser Film noch der dritte Teil hat wirklich viel gemacht. Und auch der erste Teil hat ein wenig damit geleckt. Ryan Reynolds spielt wie immer einen sehr, sehr unterhaltsamen Deadpool und Bloody Juggernaut zu sehen in einer deutlich mehr comic-akkurateren CGI-Form ist großartig. Seine Kämpfe mit Colossus oder auch Deadpool sind einfach nur fantastisch. Und generell, größtenteilig ist die Action deutlich besser. Das CGI hinkt ein wenig an manchen Momente und ist wirklich, wirklich nicht so gut. Vor allem, wenn es um die Slow-Mo geht. Aber dadurch, was dieser Film eben erreichen will, ein mehr Deadpool zu geben, bin ich nicht allzu sauer damit. Deadpool 2 ist eine würdige Fortsetzung, die nur an manchen Stellen ein wenig schwächer ist als der erste Teil, aber dafür einer der größten Stärken des ersten Teils, so stark improved und so unterhaltsam sich anzuschauen ist. Und die Gags, well, ich muss zugeben, die Gags in Deadpool 2 ist eine schlechtere Gag-Ratio. Und da gibt's da deutlich gute Gags
Gags und deutlich schlechtere Gags als zum Beispiel beim ersten Teil, wo die Gags, auch wenn die schlecht sind, eher mehr sind, statt wirklich schlecht. Anyway, ab zum nächsten Platz. X-Men First Class, oder auch wie er hierzulande ist als X-Men Erste Entscheidung, ist ein wundervoller Redemption-Arc für die X-Men-Filme. Nachdem wir The Last Stand gekriegt haben, der zwar für mich funktioniert, aber an vielen Stellen wirklich große Probleme hat, und Origins of Wolverine, welcher ein trashiger, spaßiger Actionfilm ist, aber ein besissener X-Men-Film ist, muss ich zugeben, es war wohl die cleverste Entscheidung, kein X-Men 4 zu machen, sondern mehr oder weniger ein Soft-Reboot mit First Class zu machen. Hierbei handelt es sich um einen Prequel-Film, der später zu diesem Soft-Reboot mehr oder weniger einleiten soll, und meine Güte, was für ein guter Prequel-Film der doch ist. James McAvoy ist ein fantastischer Charles Xavier und überspielt manchmal sogar Patrick Stewarts fantastische Performance als dieser Charakter. Er ist zwar in diesem Film deutlich cockier, deutlich overconfident, aber es ist umso interessanter zu sehen, wie er zu diesem Punkt gekommen ist, wo er mehr ein Lehrer ist, statt dieser cockige, junge Typ. Der große Standout hier ist aber natürlich Michael Fassbender als Magneto. Er ist das große Herzstück dieses Films und bietet so viele fantastische Momente. Sei es nun etwa die Flashback-Sequenzen mit einem jüngeren Magneto, die wundervoll gespielt werden, oder auch seine Rivalität mit Kevin Bacons Charakter, oder auch seine Jagd an zahlreiche Leute. Fassbender spielt diesen Charakter wie kein anderer. Und so sehr Ian McKellen etwa ein Kaliber ist, würde ich behaupten, dass jemand etwa den Punkt machen kann, dass Fassbender vielleicht sogar ein Ticken besser ist als Magneto, und ich würde es ihm glauben. Aber anyway, meiner Meinung nach sind beide fantastische Magnetos, also 2 Cakes at 1 Price. Yippie! Anyway, der Film ist wirklich spaßig und hat wirklich einen sehr spaßigen Stil zu sich. Ich bin zwar immer noch kein großer Fan von diesen X-Men-Anzügen, es ist aber definitiv ein Upgrade im Vergleich zu den Black Leather Jacket Ones aus der originalen Trilogie. Es sei auch gesagt, auch wenn die anderen Supporting Characters wie Banshee oder auch Havoc und so weiter jetzt nicht mich allzu sehr überzeugen, kann ich einfach nur so viel loben an diesem Film. Kevin Bacon spielt einen diabolischen, aber auch fantastischen Schurken. Seine Konfrontation mit Magneto gehört zu einer der besten X-Men-Sequenzen überhaupt. Wie man diese Freundschaft zwischen diesen beiden aufbaut, ist glaubhaft und wirklich tragisch, wie es am Ende dazu kommt, dass sie mehr oder weniger getrennte Wege gehen. Und auch Nicholas Hoult als Beast funktioniert hier sehr, sehr gut. Sein Make-up ist definitiv beschissen und er ist auch nicht so gut wie Casey Kramer in der Rolle, aber meine Güte, sein Beast funktioniert für den Kontext dieses Films ziemlich gut. Und Jennifer Lawrence, so sehr sie auch in den späteren X-Men-Filmen als Mystique eher weniger abgewinnen kann, hat auch eine sehr glaubhafte Beziehung mit Professor X, auch wenn es in dieser Filmwelt ein wenig aus dem Nix kommt, aber hey, dafür funktioniert diese wirklich, wirklich gut, diese Geschwisterbeziehung zwischen den beiden. Und generell ein fantastisches Prequel mit fantastisch viel Charme, mit wundervollen Direction und mit kreativen Arten und Weisen, wie man diese Mutantkräfte zeigt. Es war auch der allererste Film, der mehr oder weniger ohne Wolverine großartig ausgekommen ist. Er hatte zwar nur einen kleinen Cameo, der sehr spaßig ist und der Wolverine etwa ein schönes Fuck geben konnte, aber abseits davon ist es ein X-Men-Film pur und pur. Ich bin zwar immer noch kein großer Fan von diesem Team im Allgemeinen und ich denke immer noch, dass Fox größtenteilig Magneto und Professor X großartig dargestellt haben, die anderen X-Men aber mehr oder weniger nicht so viel bekommen haben, aber dafür, was dieser Film sein wollte, funktioniert er einfach nur wirklich, wirklich gut. Eine wundervolle Charakterstudio zwischen Magneto und Professor X, die wundervoll gespielt wird von 2 Kalibers von Actors. X2 X-Men United ist das perfekte Sequel. Muss ich das überhaupt erklären? Wir alle lieben doch X-Men 2. Dieser Film verbessert die Punkte, die eher mehr Schwäche waren beim ersten Film und fügt viele coole neue Punkte hinzu. Nightcrawler, gespielt hier von Alan Cumming, kriegt etwa so eine super superb Opening-Szene, die einfach nur zu einer der besten gehört und CGI so fantastisch gut nutzt. Und ein großes Lob geht auch an das Make-up für sowohl Nightcrawler als auch Mystique, was einfach nur wundervoll ist in diesen ersten paar Filmen. Auch unsere Core-X-Men, die wir aus dem ersten Teil kennengelernt haben, funktionieren wirklich gut. Und ein großes Lob kann ich an diesen Film geben, dass er sich deutlich mehr sich anfühlt, auch die anderen X-Men ein wenig zu pushen und ein wenig mehr ins Rampenlicht zu geben. Der erste X-Men-Film hatte zwar seine Highlight-Momente mit manch anderen Mutanten, aber so wirklich gepayofft haben so gut wie fast keine. Natürlich Segments Wolverine, ein großes Standout aus den ersten Filmen, kehrt hier zurück, aber anders als in vielen anderen der Fox X-Men-Filme, wo man den Kritikpunkt machen kann, dass Wolverine ein wenig zu viel Rampenlicht bekommt im Vergleich zu den anderen Mutanten, hält man das wirklich mehr balanciert hier und so
so kriegen auch etwa andere Mutanten, sei es nun Cyclops, sei es nun Jean oder auch Storm, deutlich bessere und eigene Momente. Aber ich kann dennoch loben, dass Zackman sich hier deutlich sicherer fühlt mit der Rolle. Er hat die Rolle mehr oder weniger am Ende vom ersten X-Men-Film geknackt und man kann einfach merken, wie gut er diese Rolle spielt. Vermutlich einer seiner besten Performances in der Rolle, vor allem wenn es um die Comedic-Momente geht, sei es nun mit der Katze, die seine Krallen mehr oder weniger lickt, oder auch wie er erzählt, dass er der Kunstlehrer ist. Ein großes Highlight ist dabei, zu sehen, wie die Mutanten mit etwa der Brotherhood of Mutants, aka Magneto und Mystique zusammenarbeiten und Ian McKellen bringt hier seine beste Performance als Magneto ein. Wie man das mit ihnen Escape macht und wie es Mystique das schafft, ist wundervoll und macht einfach nur Spaß. Und die Action ist wirklich großartig. Nicht immer ist das CGI on point heutzutage, aber das CGI ist an vielen Stellen so fucking gut und macht auch manche neuere Filme große Konkurrenz in diesem Thema. Ich meine, die Opening-Sequenz, großartig. Superb einfach nur, wie gesagt. Und generell, der Film funktioniert einfach nur so gut als Ensemble-Piece. Brian Cox spielt hier William Stryker und wir kriegen ein wenig Flashbacks zu Wolverines Vergangenheit und wir werden darüber neugierig gemacht und es ist einfach nur so verdammt großartig. Brian Cox spielt William Stryker so fantastisch einfach nur und ist vermutlich einer der besten X-Men-Villains in den Filmen. Brauchten wir jetzt etwa jüngere Strikers in den späteren Filmen? Definitiv nein. Aber dieser William Stryker, wundervoll. Brian Cox, perfekte Performance, einfach nur more. Generell, was kann man diesen Film nicht wirklich loben? Er baut einfach logisch auf die Dinge auf, die uns im ersten X-Men-Film präsentiert wurden, erweitert unsere Figuren, bringt neue Fassaden zu diesen, macht neue Dynamiken mit diesen auf und es ist einfach nur wundervoll sich anzuschauen. Kurz gesagt, wenn ihr überhaupt irgendeinen der ersten 3 X-Men-Filme schauen wollt, schaut bitte X-Men 2. Einer der besten von Fox und einer der besten Superhelden-Sequels überhaupt. Der beste X-Men-Film, aber nicht der beste Fox-Man-Film, ist definitiv für mich X-Men Days of Future Past. X-Men Days of Future Past hat so viel zu loben. Und ähnlich schon wie bei X2 X-Men United, muss ich sagen, dass es sich deutlich mehr anfühlt als ein Ensemble-Piece, aka wo viele der Charaktere, auch wenn sie kleine Rollen haben, ihre Standout-Momente kriegen. Natürlich, hier hat deutlich mehr Wolverine einen Fokus, aber Zackman spielt das wie immer wundervoll und bietet einer seiner besten Performances als Wolverine mit seinem sarkastischen Humor, mit seiner actiongeladenen Momenten und generell wie er einfach nur Wolverine spielt. Ein Smaus für die Augen. Aber auch die anderen lassen sich sehen, vor allem James McAvoy als Professor X. Während Michael Fassbender mehr oder weniger seinen Peak geregt hat mit X-Men First Class und immer noch eine fantastische Performance mit wundervollen Writing kriegt hier, so doch ist das große Herzstück, der große Fokus am Ende des Tages McAvoys Charles, der in einem komischen State in seinem Leben ist und nicht wirklich weiß, was er jetzt machen soll. Er müsste mehr oder weniger den Schmerz seiner Kräfte wegkriegen und müsste nicht wirklich etwa responsible dafür sein, was etwa in der Welt passiert. Und dennoch wird er von diesen seltsamen Wolverine-Typen geholt, um etwa Magneto zu befreien, in einer wundervollen Escape-Szene mit Quicksilver, die einfach nur einer der besten überhaupt ist. Schade, dass X-Men Apocalypse so eine ähnliche Szene gemacht hat, die leider nicht wirklich so stark hittet wie die erste Szene, aber anderes Thema. Und es ist einfach nur wundervoll sich anzusehen. Sein Drama, sein Charles ist mehr oder weniger, wie gesagt, der große Ankerpunkt dieses Films. Und so Szenen wie Patrick Stewarts Professor X und James McAvoys Professor X zu sehen, wie sie miteinander reden, ist wundervoll. Die Parallelen aufzubauen mit der Zukunft und den Vergangenheitssequenzen, wundervoll. Und einen letzten Abgesang zu haben für die älteren X-Men-Cast-Mitglieder, sei es nun Halle Berry, Ian McKellen als Magneto und so weiter und so weiter, wundervoll. Nicht nur eine wunderschöne Adaption, nicht nur eine kreative Art und Weise, diesen beliebten Comic-Strang aus den Comics rauszunehmen, um diesen zu nutzen, um mehr oder weniger ein kleines Soft-Reboot zu machen, um mehr oder weniger jüngere X-Men im Fokus zu haben. Wirklich eine clevere, spaßige und spannende Idee, die vielleicht die X-Men-Timeline ein wenig zum Mess gemacht haben, aber an sich wirklich gut funktioniert hätte und funktioniert hat. Und dazu kommt auch noch, dass der Rogue Cut mehr oder weniger Director's Cut, der 15 extra Minuten hat und der einen Subplot mit Rogue mehr oder weniger reinbringt, auch ziemlich gut funktioniert. Sowohl der Kino-Cut als auch der Rogue Cut lohnen sich beide. Ich bevorzuge den Rogue Cut ein wenig mehr, da Rogue so ein essential Part war für die älteren X-Men-Filme und es wirklich schön ist, sie ein letztes Mal zu sehen, auch wenn ich kein großer Fan von dieser Adaption von Rogue bin. Aber auch der Kino-Cut funktioniert einfach nur wirklich gut. Dieser Film funktioniert einfach nur, weil man merken kann, dass jede dieser
jeder Schauspieler sein Bestes gibt, aber auch sein Ego trimmt, sodass es nicht etwa die Wolverine-Show ist, sodass es nicht die Jennifer Lawrence Mystique-Show ist, sodass es nicht die McAvoy-Charles Xavier-Show ist. All diese bringen ihr Bestes zusammen, um einen so fantastischen, so guten X-Men-Film zu bringen. Doch so sehr es das Franchise mag, so sehr es auch viele dieser Filme einfach nur liebe, kann ich nur einen ersten Platz geben. Logan. Logan ist für mich der perfekte Abgesang für Zach Mann in der Rolle des Wolverine. Er war zwar nie der comic-akkurateste Wolverine und musste sich ein wenig weghalten mit manchen Dingen, aber hier schafft man es nicht nur einen wundervollen Abgesang zu geben, nein, hier schafft man es auch wirklich gut, die Brutalität eines Wolverine zu portrayen. Und so sehr es auch Deadpool und Wolverine sehr mag, muss ich zugeben, wäre das wirklich die letzte finale Rolle für Zach Mann als der Charakter, wäre es definitiv zufrieden, weil meine Güte, was für ein Finale. Der Film ist ein sehr düsteres Tale darüber, dass die Mutanten mehr oder weniger ausgestorben sind und nur noch ein paar von ihnen existieren, wie Calvin, Zach Manns Wolverine oder auch Stewarts Professor X. Und meine fucking Güte, Patrick Stewart spielt Professor X so gut. Er hat schon immer ihn großartig gespielt, aber meiner Meinung nach ist es die perfekte Performance in der Rolle von ihm. Und wie er stirbt, ist nicht nur schockierend, nicht nur so schnell, es ist auch perfekt einfach nur für den Film. Generell, wie man diesen gebrochenen, geliebten Helden hier sieht, ist nicht nur von einem Writing-Standpoint eine super interessante Idee, sondern auch vom Acting-Standpoint eine wundervolle Metaphor, dass Zach Mann mehr oder weniger die Krallen weghauen will und sich auf andere Filmprojekte und andere Rollen fokussieren will. Er hat Wolverine für 17 Jahre an diesem Punkt gespielt. Er war für viele mehr oder weniger der Wolverine. Auch für mich, ihn also so gebrochen zu sehen, hittet umso harter davon. Aber nicht nur das, auch wenn dieser Film mehr oder weniger ein Abgesang ist auch ein perfekter Standalone-Film. Man kann bei diesem Film perfekt schauen, wenn man noch nie einen X-Men-Film gesehen hat und kann dennoch etwa emotional gehittet werden davon. Das ist die Schönheit dieses Films. Und Schönheit ist vermutlich nicht das beste Wort für diesen Film, aber so tragisch dieser Film ist, so fantastisch er mit seinem Commentary ist. Sei es nun zum Beispiel X-24, der ein Klon ist von Wolverine, ein stärkerer, ein jüngerer, der mehr oder weniger ein perfektes Commentary ist, wie viele Studios versuchen, ein paar der geliebten Schauspieler an ihre ikonischen Rollen für immer dran zu hängen und es irgendwann dadurch kommt, dass es mehr oder weniger ein Schatten seiner selbst wird. Nein, der Film ist auch etwa wundervoll mit seiner Chemistry von Logan und Laura. Laura ist hierbei mehr oder weniger eine Adoptivtochter in Anführungszeichen. Und die wird so wundervoll von Daphne Keane gespielt. Side-Actors sind immer ein großes Hit und mich. Und da kann man diese Actors nicht wirklich blamen. Es sind am Ende Kinder und manche Kinder können vielleicht besser schauspielern als die anderen. Die brauchen natürlich etwa die Jahre an Skill, um das alles zu lernen. Daphne Keane, perfekte Kartenwahl für Laura. Sie bietet hier eine wundervolle Performance und portrayt diese Wut, diese Verwirrung in Laura so gut. Und die ganze Dynamik zwischen Logan, der mehr oder weniger nichts mit ihr zu tun haben will, und Laura, die mehr oder weniger nicht weiß, wo sie etwas stehen wird, was sie machen soll, ist wundervoll. Ich könnte über den Film am Ende so viel schwärmen. Ich könnte so viel über den Film erzählen, aber am Ende möchte ich nur eine Szene wirklich highlighten. Nachdem Logan, Professor X und so weiter eine Familie in Not geholfen haben mit ihren Power in Secret, werden sie eingeladen zu einem Essen und diese Essszene ist nicht nur gefüllt mit etwas Humor, bevor wir etwa zu paar wirklich tragischen Todesmomenten kommen. Nein, es bietet auch etwa ein gutes Insight in das Gedächtnis von Professor X, in das Gedächtnis von Logan und es ist einfach nur wunderschön. Eine so schön geschriebene Szene, eine so schön gespielte Szene. Und generell, der Film ist für mich so gut gemacht. Man kann mal merken, dass Mangold und Zach Mann und alle involviert wirklich passionate waren über dieses Filmprojekt. Dieser Film sollte ein perfektes Ende werden für Zach Manns Wolverine und ich denke, das hat er wirklich gut geschafft. Was er aber auch geschafft hat, ist, dass er ein wundervoller Western ist, der in diese Superhelden-Narrative zwar spielt, der wundervolle, brutale Action hat, aber am Ende weiß, wo man etwa das Herz in diesem Film hat. Das große Herzstück, die große Herzstück-Dynamik zwischen unseren Charakteren. Und auch wenn unser geliebter Held, Zach Manns Wolverine, hier stirbt, in einer wundervollen gespielten, wundervoll gedrehten Szene, so doch endet dieser Film mit einer hoffnungsvollen Note, die am Ende diesen Film zu meinem definitiven Platz 1 macht. Doch nun seid ihr gefragt. Was ist euer Lieblings-X-Men-Film? Stimmt mir zu, dass Logan ein fantastischer Film ist? Habe ich das gut oder schlecht erklärt, warum ich so sehr Logan liebe? Lasst es mich doch gerne alles in den Kommentaren wissen. Und wir hören uns, beziehungsweise sehen uns beim nächsten Mal. Euer
random oder so ähnlich. Bye!